Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Und zwar war ich endlich mal wieder ein bisschen am Scrappen und ich habe ein neues Mini-Album gebastelt. Aber bevor ich euch das vorstelle und das euch zeige, möchte ich euch noch kurz was sagen, was mir nämlich ein bisschen auf dem Herzen liegt. Und zwar ein ganz großes, riesiges, herzliches Dankeschön. Dankeschön an all die Leute, die mich abonniert haben. Es sind inzwischen über 500 Menschen, die sich Videos auf meinem Kanal anschauen, und zwar weltweit. Und ich hätte nicht gedacht, dass das hier so gut läuft, und ich freue mich wahnsinnig darüber. Und besonderen Dank gilt den Leuten, die halt auch regelmäßig irgendwie meine Videos kommentieren oder wo ich das Gefühl habe, sie interessieren sich für das, was ich mache. Und das finde ich richtig, richtig toll. Und ja, also meinst du? Dankeschön. Es freut mich wirklich, wirklich sehr. Ja, genug geschnulzt. Ich weiß nicht, noch eine Sache. Und zwar, ich habe überlegt, ob ich nicht vielleicht mal so eine Art Special machen soll, weil es sich ja mir nicht wirklich lohnt. Aber ich habe keine Ahnung was. Und da habe ich gedacht, vielleicht könnt ihr selber mal Vorschläge bringen, was euch überhaupt so interessieren würde von mir. Also ich habe auch schon überlegt, ob ich nicht mehr irgendwie Vlogs mache oder irgendwie was in der Richtung. Aber das kommt natürlich auch ganz darauf an, ob ihr das sowas in der Art sehen wollt. Oder ich könnte mal gucken, dass ich, wenn ich es zeitlich unter einen Hut bringe, für euch irgendwie mal wieder ein neues Tutorial mache oder sowas. Also das fände ich richtig cool, wenn ihr vielleicht ein paar Gedanken dazu äußern würdet. Wenn nicht, dann halt nicht, dann konntet ihr nichts dazu sagen. Dann mache ich einfach das, worauf ich Lust habe. Okay. So, und jetzt zu meinem Mini-Album. Und zwar habe ich mein allererstes, so, meine Kamera, mein allererstes maskulines Mini-Album gebastelt. Und wie ihr sehen könnt, ist es so ein bisschen im Thema Welterforschen gedacht. Und das finde ich ziemlich cool, weil ich gedacht habe, es gibt bestimmt Leute, die ihr kennt oder die ich kenne, an die ich das mal verschenken könnte. Ganz einfach, weil es viele Leute gibt, die gerade im jungen Alter also mal sowas machen wie ein Travel and Work oder dass sie mal gucken, dass sie irgendwie eine Zeit lang im Ausland sind, das heißt jetzt über das Studium oder arbeitstechnisch, und halt dort die Welt erforschen. Und genau für solche Menschen und für solche Gedanken ist dieses Album gedacht. Ja, und das Besondere, abgesehen davon an dem Mini-Album, ist, dass es komplett nur aus Papier gearbeitet ist. Und ich möchte euch also eigentlich alle Leute ermutigen, die noch nicht so viel Bastelmaterial haben, dass sie sich auch mal rantrauen sollen. Denn man braucht nicht unbedingt irgendwie, keine Ahnung, man braucht nicht Charms, man muss nicht super tolle Stanzteile sich extra kaufen. Man braucht nicht unbedingt Alpha-Sticker oder Stempel oder sonst irgendwas, um ein schönes Mini-Album zu basteln. Nein, manchmal reicht es wirklich einfach nur, wenn man ein cooles Papier hat und das passend kombiniert. Also traut euch auch mal minimalistisch zu arbeiten. Ja, genau. Und jetzt geht's los. Die Farben sind so blau, grün und orange. Und wie ihr seht ihr das hier schon so auf der ersten Seite. Hier habe ich zwei kleine Tags reingesetzt. Da habe ich gedacht, kann man vielleicht ein Bild im Hintergrund platzieren. Hier habe ich mal wieder so einen Journaling-Spot gemacht, so ähnlich wie bei dem Dinosaur-Mini-Album. Und als weiteres gestalterisches Merkmal habe ich hier die Kanten immer wieder so im 90-Grad-Winkel abgeschrägt. Ich finde es eigentlich ganz cool, weil es für Jungs geeignet ist, aber trotzdem irgendwie nicht zu viel ist. Genau. Hier könnt ihr auch schon die ersten Tags sehen, denn ich habe auch sehr, sehr viel mit Tags gearbeitet. Und das ist einfach wirklich extrem cooles Papier gewesen. Es hat richtig Spaß gemacht, damit zu arbeiten, weil da zum Beispiel hier so Landkarten drauf sind und sowas. Also richtig verspielt und toll. Ja, genau. Dann kann man das hier wieder zusammen machen. Verschließbar ist es mit Magneten. Hier kommt die nächste Seite. Ich habe mir außerdem bei dem Mini-Album nicht so viel Gedanken um die Größe gemacht. Also die Seiten sind ungefähr 15 auf 15 cm, aber halt auch nur ungefähr. Ich habe diesmal mir nicht überlegt, was ich genau arbeiten will, sondern habe einfach drauf losgelegt und es hat echt Spaß gemacht. Und ich finde, es ist wirklich was Gutes bei rausgekommen. Hier seht ihr schon den nächsten Tag. Der ist auch wieder so richtig cool mit so Karten. Und hier Platz für ein Foto. Dann kann man das hier so umklappen. Und es ist untereinander stimmig, wie ihr seht. Das finde ich richtig gut geworden. Hier wieder so was in dem schönen Orange. Und ich habe auch ganz, ganz viele Sterne benutzt. Dann hier zwei Tag-Karten wieder. Kann man untereinander kombinieren, so wie man lustig ist. Ich fand es jetzt so ganz schön. Und die kann man dann hier in diesen Kartenspalt reinstecken. Dann kommt hier die nächste Karte hin. Ist auch wieder ganz schlicht, wie ihr seht. Aber ich finde es insgesamt trotzdem bunt. Und wenn man sich das mit
also mit Fotos vorstellt, wird das Ganze nochmal eindeutig lebendiger. So, dann kommt hier die nächste Karte, auf der steht Adventure, also Englisch für Abenteuer. Mit blauem Papier. So, alles finde ich insgesamt sehr stimmig untereinander. Und dann kann man das hier so hochklappen. Und hier habe ich wieder einen Stern benutzt. Und in diesem Stern drin habe ich wieder Magnet versteckt, dass man das hier so aufklappen kann. Und dann hat man wieder jede Menge Raum für Bilder. Das finde ich sehr gut. Vor allem man hat hier Platz für Bilder in den verschiedensten Größen, je nachdem wie man es halt haben möchte. Das finde ich eigentlich auch schön und das ist sehr lebendig geworden, finde ich, durch die unterschiedlichen Seitengrößen. Und hier zum Beispiel habe ich einfach nur einen Streifen Papier ausgeschnitten, der thematisch gut dazu gepasst hat, draufgeklebt, fertig. Also das ist sozusagen mein Embellishment für die Seite gewesen und ich finde, es wirkt trotzdem sehr cool. Das hier ist dann meine liebste Seite so vom Aufbau her. Und im Endeffekt ist die Seite von da bis da. Aber ihr seht ja, dass hier dazwischen drin die ganze wieder Klappmechanismen sind. Ich arbeite mich jetzt trotzdem so rum durch. Hier habe ich so ein Tag ausgeschnitten und draufgeklebt. Und das finde ich eigentlich ganz cool, weil das so die Kernaussage von dem Album sein soll, dass man Bilder reintut von Erlebnissen, die richtig, richtig toll waren, die man neu erlebt hat und die einem Spaß gemacht haben. Und dann kann man hier zum Beispiel da Sachen draufkleben oder draufschreiben. Hier einfach so verstauen und man kann da Tickets noch dazu stecken oder sowas in der Art. Hier hat es wieder riesen Platz. Mit einem richtig krassen, energiegeladenen Orange. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Hier farblich abgestimmt. Kann man hier Notizen drauf machen. Platz für Bilder. Dann haben wir dieses gemischte Papier. Wieder mit einem Sternchen verziert. Also die ziehen sich so das ganze Album durch. Hier einfach nur Journaling-Spots. Wieder dasselbe Prinzip. Und ich fand das eigentlich auch ganz cool hier. Mit diesem Hintergrundpapier. Es ist eigentlich fast schon zu schade, um da einfach ein Foto drauf zu kleben, aber naja, es ist halt manchmal so, dass man auch die schönen Sachen verstecken muss. Ja. Und das ist dann schon fast die letzte Seite. Es geht dann hier auf. Dann habe ich hingeschrieben, Life can be a playground. Also das Leben kann ein Spielplatz sein. Hier wieder Sternchen. Das ist eines meiner Lieblingspapiere gewesen, weil ich die Sternchen so schön klar finde. Kann man wieder Notizen draufschreiben. Und dann sind wir jetzt auch schon am Ende vom Mini-Album. Also es ging jetzt recht schnell durch. Das hier ist festgeklebt, aber man kann hier was drunter stecken. Wieder ein bisschen quasi Sachen ausgeschnitten und damit wie Embellishments gebastelt. Und hier, das ist extrem cool. Und zwar ist das, wer kennt's? Das ist eine Karte von New York, soweit ich weiß. Das finde ich sehr cool. Ist richtig cool geworden. Und dann kann man hier wieder Text drunter, Fotos drunter stecken. Und dann verschließt man mit, so rum. Und dann verschließt man quasi mit dieser Fotomappe die Seiten. Das finde ich sehr cool. Ja. Das kann man dann hier so aufklappen. Wieder Stern, Platz für Notizen. Und dann habe ich hier einfach so Papierstreifen ausgeschnitten und quasi damit nochmal verziert. Und ja, ich find, man muss da gar nicht so viel dazu sagen. Es ist eigentlich recht selbstredend. Ja, auf jeden Fall fand ich es richtig cool, das zu basteln. Es hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ja, es ist auch toll, endlich mal ein maskulines Mini-Album gebastelt zu haben, weil ich das eigentlich schon länger mal vorhatte, aber irgendwie auch nie das richtige Papier dafür da hatte. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch damit auch wieder ein bisschen inspirieren, falls ihr vielleicht auch mal was in der Richtung arbeiten möchtet. Und ansonsten, wie immer, wenn ihr wollt, gerne Fragen stellen, gerne Anmerkungen dalassen. Wenn nicht, dann nicht. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann. Tschüss.